Im heutigen Video werde ich ein paar private Ereignisse wiedergeben. Es wird auch vielleicht ein bisschen emotional und ja genau, ich werde einfach mal ein bisschen gleich aus dem Bauch frei herausreden und dabei werde ich auch ein bisschen vielleicht das Verhalten und der Mentalität der Polen beschreiben. Das und vieles mehr gleich nach dem Intro. An dieser Stelle auch nochmal Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Wie schon gerade erwähnt, wird das Video vielleicht ein bisschen anders sein, wie ihr das sonst gewohnt seid. Ich werde ein paar Ereignisse hier wiedergeben, ein bisschen mehr aus dem privaten Bereich oder ich sag mal ein bisschen mehr aus dem Arbeitsbereich. Und zwar hat das folgenden Grund: Ich habe meinen Job gekündigt, wo ich derzeit arbeite, und bin auf der Suche nach einem neuen Job. Und ich möchte hier vielleicht auch mal ein bisschen erzählen, wie ich in diesem Fall auch die Mentalität der Polen ist und wie ich hier überhaupt aufgenommen worden bin, als ich meinen Job hier angefangen habe bei der Firma, wo ich auch derzeit noch Angestellter bin. Und ich fange einfach mal ein bisschen so an. Also ich bin jetzt seit ungefähr fast 4 Jahren in Polen und 3 Jahre davon bin ich Arbeitnehmer bei der aktuellen Firma, wo ich jetzt noch Ende des Monats Angestellter bin. Ich werde hier den Firmennamen natürlich nicht nennen. Ich werde da jetzt hier auch irgendwie keine Werbung dafür machen oder sonst irgendetwas. Ich denke, das ist jetzt Nebensache. Und ja, man muss auch sagen, das ist meine erste Arbeit hier in Polen. Also da, wo ich derzeit arbeite, ist mein erster Arbeitgeber. Und ja, ich habe mich einfach dazu entschlossen, dort zu kündigen. Das hat auch verschiedene Gründe. Ich sage von vornherein, also ich bin nicht irgendwie im Hass mit meinem Chef oder mit meinem zukünftigen ehemaligen Chef oder sonst irgendetwas. Wir sind im sehr guten auseinandergegangen. Und deswegen, vielleicht werde ich irgendwann mal darüber auch berichten, warum ich gewechselt habe und so weiter und so fort. Ich denke aber, diesmal wird das jetzt hier keinen Platz finden, denn hier geht es wirklich mehr um die Mentalität, die ich hier kennengelernt habe als Arbeitnehmer und wie das hier alles so abläuft. Ich fange einfach mal so an. Also wie schon erwähnt, vor 3 Jahren habe ich den Job bei der Firma angenommen, wo ich derzeit arbeite, und ja, selbstverständlich war mein Polnisch nicht auf diesem Niveau, wie der jetzt ist. Also ich würde jetzt mein Polnisch vielleicht auf ein starkes B2, vielleicht C1 sogar beschreiben. Vorher war das sehr, sehr, sehr schwach, das Polnisch. Was heißt sehr, sehr, sehr schwach? Ich muss aber sagen, ich hatte schon meine Probleme, vielleicht zu kommunizieren. Ich habe schon mal ein Video auch darüber gemacht, wie ich die polnische Sprache gelernt habe. Packe ich euch in der Videobeschreibung rein. Dann erzähle ich da auch einige Ereignisse, was mir so passiert ist aufgrund meiner polnischen Sprache. Schaut euch das einfach mal an. Und an allererster Stelle, was mir sehr positiv hier aufgefallen ist, dass die Leute aufgrund meiner Schwierigkeit des polnischen Verständnisses, also dadurch, dass ich die polnische Sprache nicht so 100% verstanden habe wie der typische Pole, sind die sehr auf mich zugekommen. Also man muss sagen, dass die sogar versucht haben, sehr viel mit mir Deutsch zu sprechen, was ich wirklich sehr, sehr, sehr nett fand. Ich wollte eigentlich mehr, dass die Leute mit mir Polnisch sprechen, damit ich auch schneller in das Polnische reinkomme. Aber da sieht man das einfach auch, dass die so entgegenkommen sind und die mit mir sehr viel Deutsch gesprochen haben, einfach auch, damit ich reinkomme. Die waren auch sehr nett, wenn ich irgendwelche Fragen habe, die waren von vornherein total offen. Und das sind auf jeden Fall so die ersten Ereignisse, und ich denke auch, dass man das vielleicht auch ein bisschen so mit dieser, ja, ich nenne das jetzt einfach mal so, die polnische Kultur auch ein bisschen ist. Die sind sehr hilfsbereit, wenn die auch sehen, dass jemand vielleicht in Not ist, beschreibe ich das jetzt, in Not ist und vielleicht ein paar Schwierigkeiten hat, dass man auch einfach sagt, hey, ich helfe Ihnen, ich komme Ihnen einfach mal ein bisschen entgegen. Und ich fand das auf jeden Fall sehr toll. Irgendwann war natürlich mein Polnisch dann auch so gut, dass ich mich ganz normal auf Polnisch unterhalten kann. Also bis vor kurzem war es selten dann so, dass ich irgendetwas nicht verstanden habe. Wie gesagt, mein Polnisch würde ich jetzt selber vielleicht circa auf ein C1 einstufen. Das heißt, ich kann schon wirklich problemlos mich hier unterhalten. Und was ich dann auch sehr toll fand, das kannte ich so auch nicht aus Deutschland. Und man muss auch sagen, ich habe ja auch schon meine Berufserfahrung in Deutschland gehabt. Ich habe ungefähr 10 Jahre vorher in Deutschland gearbeitet, bevor ich nach Polen gekommen bin. Was mir hier aufgefallen ist, hier in Polen werden Ereignisse und Traditionen
sehr, sehr streng genommen. Ja? Also zum Beispiel, es gibt ja in Polen diesen Namenstag, der wird in Deutschland nicht so gefeiert. Dann hat man ja auch natürlich einen ganz normalen Geburtstag. Man hat hier auch zum Beispiel Oma-Tag, Opa-Tag, Kindertag, Männertag, Frauentag, ich weiß nicht, Vatertag, Mamatag. Also hier gibt es ja wirklich verschiedene Ereignisse. Ja? Und die Polen hier, die nehmen das auch ernst. Ne? Also das ist nicht wie in Deutschland, wo der Vatertag nur ist, wo dann die Männer mit dem Bollerwagen durch die Gegend ziehen. Also hier zum Beispiel Kindertag, das wird dann auch sehr streng gesehen. Oh, ja, streng, ja, sage ich jetzt einfach mal so. Das wird hier sehr, sehr ernst genommen auch. Dann trifft man sich auch eventuell mit der Familie. Genauso wie Oma-Tag und Opa-Tag und so weiter. Und ich kann mich noch ganz genau erinnern, ich war gerade mal ein paar Monate bei der Firma eingestellt, ich weiß nicht, vielleicht 3, 4 Monate und dann war Männertag oder sonst irgendetwas. Ja, ich vermute, das war Männertag. Und ich sitze dann auf jeden Fall bei mir vor meinem Schreibtisch plötzlich geht dann die Bürotür auf und plötzlich kommen da, ich weiß nicht, 20, 30 Frauen rein und die kommen alle auf mich zu und ich war extrem verwirrt, weil ich nicht wusste, was jetzt los ist. Ich dachte, mein erster Gedanke war wirklich, weiß nicht, denken die, dass ich Geburtstag habe oder so, keine Ahnung. Also ich war wirklich in dem Moment sowas von verwirrt, dass sie gekommen sind und mir wirklich, da waren da wirklich um die 20, 30 Frauen, also die da ganz normal bei uns gearbeitet haben und die haben mir alles Gute zum Männertag gewünscht und dann habe ich von jedem ein Küsschen gekriegt, dann habe ich noch ich glaube, eine Flasche Bier gekriegt, dann habe ich noch eine Tafel Schokolade gekriegt und das ist hier so ganz normal. Also ich kann jetzt hier auch nicht dafür sprechen, ob das jetzt hier in jeder Firma so ist, das weiß ich wirklich nicht. Ich kann jetzt hier wirklich nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen, wie das bei uns in der Firma zumindest der Fall war. Aber ich vermute mal, dass es in anderen Firmen genauso ist. Und sowas wird dann hier auch so, sage ich mal, diese Ereignisse werden hier gefeiert, sage ich mal. Ne? Oder hier gibt es dann auch sowas wie diesen Tuesday Czwartek. In Deutschland kennt man das nicht. Das ist auf jeden Fall so ein Tag. Ich habe auch mal ein kleines Video, glaube ich, mal dazu gemacht. Könnt ihr auch mal bei Gelegenheit euch anschauen. Da ist auf jeden Fall so ein Tag, dass dann Berliner gegessen werden. Oder hier sind das die Pączki und in Deutschland sind das dann diese Berliner. Also kennt ihr ja wahrscheinlich. Ne? Und dann werden dann einfach Berliner gegessen. Das ist dann auch ganz normal, dass dann der Firmenchef oder zumindest die Abteilung das dann so organisieren, dass dann auch genug Berliner für jeden da sind und so. Das sind so diese Ereignisse, die dann hier dann schon sehr ernst genommen werden, was ich persönlich dann auch sehr toll fand. Aber worauf ich dann auch noch weiter eingehen will, natürlich gab es auch Leute, die gekündigt haben. Und es war hier es ist zumindest bei uns in der Firma so gewesen, wirklich ganz normal, dass wenn jemand kündigt, dass er dann irgendwie sowas wie Kuchen mitbringt für alle. Ne? Also dann wird dann irgendwie so eine Mail rausgeschickt an alle Mitarbeiter von wegen, ja, der und der verlässt jetzt leider die Firma, da wird noch ein Text dazu geschrieben, aber wir laden euch hier zum Kuchenessen ein oder so und dann wird da irgendwo ein Treffpunkt ausgemacht, vielleicht in der Kantine oder in einem anderen Raum, je nachdem wie auch die Firma aufgebaut ist. Bei uns war das zum Beispiel teilweise in der Kantine, dann kommt man in die Kantine rein zu dieser bestimmten Uhrzeit, dann ist dann die Person, die dann die Firma verlässt, die hält dann noch sowas wie so eine Rede, bedankt sich auch noch bei allen und so, dann kann man da auch noch hingehen, im Arm nehmen und ein Küsschen und knuddeln und alles. Und ich finde, das ist auch so eine Sache, ich kenne das so gar nicht aus Deutschland. Ne? Also ich kenne wirklich Leute in Deutschland, die haben für eine Firma, sage ich mal, 20 Jahre gearbeitet oder sonst irgendetwas und ja, manchmal gibt es dann ein kleines Firmengeschenk oder so, aber es ist nicht der Regelfall so, dass derjenige, der kündigt, wirklich Kuchen mitbringt. Ne? Das ist dann aber auch so, dass die Mitarbeiter dann irgendeiner fühlt sich dann dafür verantwortlich, der sammelt dann Geld, ja, um der Person auch ein Geschenk zu kaufen, ein Abschiedsgeschenk. Ne? Dann wird dann irgendwie gesammelt, weiß nicht, jeder gibt dann da irgendwie 10 Zloty oder 20 Zloty, dann wird dann irgendeine Summe ausgemacht und dann wird das danach einfach dann dafür irgendetwas gekauft, ja, und man kann sich dann da beteiligen. Ist natürlich nicht zwingend notwendig, aber das sind einfach so diese Ereignisse, die ich so aus Deutschland gar nicht kenne. Und ich behaupte einfach mal, dass das auch was, wie gesagt, mit der polnischen Kultur auch zusammenhängt. Das sind sehr warme Menschen, wirklich. Der typische Pole für mich ist ein sehr, sehr, sehr warmer Mensch einfach. Ich zu meinem Abschied, ich habe zum Beispiel niemanden Kuchen mitgebracht, ich habe das nicht gemacht.
vielleicht ist das auch ein bisschen so ja, wie soll ich das sagen? Vielleicht ist das auch so ein bisschen mein Deutschsein, dass ich das vielleicht nicht so mache, weil ich will nicht sagen, das ist albern für mich. Ich finde das aber ein bisschen komisch so. Ne? Also für mich persönlich jetzt, dass ich dann da irgendwie Kuchen noch zum Abschied mitbringe, dann noch stehe und dann noch irgendwie noch eine Rede halt oder so. Ich muss auch sagen, ich bin wirklich nicht der Typ, der so im Mittelpunkt steht und da jetzt irgendwie eine große Rede hält. Aber was ich dann auch noch sagen kann, ich habe selber auch Geschenke gekriegt. Also ihr müsst mir überlegen, ich war dort keine ganzen 3 Jahre beschäftigt und ich habe enorm viele so kleine Geschenke gekriegt. Und ich wollte euch sowieso einfach mal zeigen, was ich so alles gekriegt habe, wo man dann auch einfach sieht, dass sich da die Leute auch etwas einfallen lassen haben. Dass das nicht einfach so ist, ja hier, ich gebe dir jetzt einen feuchten Händedruck, hier alles Gute für die Zukunft und so weiter und so fort. Ich muss auch sagen, dass meine Beziehungen zu den Arbeitskollegen, zu einigen Arbeitskollegen schon sehr eng war. Und ich muss ehrlich zugeben, als ich dann gekündigt habe, okay, ich hatte da meine Gründe, warum ich gekündigt habe, aber als ich dann die Firma verlassen habe, war das dann für mich auch schon so ein kleiner, leichter emotionaler Effekt dann auch einfach. Muss ich ehrlich zugeben, weil das waren tolle Leute. Also aus Deutschland waren das ja auch tolle Leute, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Aber das hier, das fand ich einfach irgendwie anders. Ich habe mit denen wesentlich kürzer gearbeitet, wie mit den Mitarbeitern aus Deutschland, jetzt wo ich in Deutschland angestellt war. Aber hier, finde ich, war die Bindung wesentlich näher und wesentlich enger. Und klar, man hat gute Zeiten gehabt, man hat schlechte Zeiten gehabt und man hat sich auch manchmal wirklich angemeckert. Aber ich finde, die Beziehungen hier sind wesentlich anders. Ist meine persönliche Meinung zumindest. Und ich will euch einfach mal zeigen, was ich so alles gekriegt habe, wo man auch sieht, dass sich die Leute wirklich Gedanken machen. Und das habe ich jetzt nicht zu meinem Abschied gekriegt, aber ich habe hier mal etwas gekriegt von einer Mitarbeiterin. Ich muss sagen, ich war Führungsposition bei mir in der Firma und zum Schluss, ich hatte, glaube ich, um die 55 Leute unter mir. Ja, und auf jeden Fall, das ist schon ein bisschen länger her, aber da war eine Angestellte, die hat dann die Firma verlassen und ich war auch für die verantwortlich und die hat mir dann auch so ein kleines Abschiedsgeschenk gemacht und etwas ganz, ganz Persönliches. Das werdet ihr vielleicht auch schon mal in dem einen oder anderen Video gesehen haben. Das ist hier ein Lesezeichen. Sagt man das Lesezeichen, was man so ins Buch legt? Ich weiß das jetzt gar nicht. Ein Lesezeichen auf jeden Fall mit meinem Logo. Ja? Und das ist aus Holz, das ist auch hier alles selber gemacht. Und ich finde, das ist ein verdammt geniales, geiles Geschenk. Das ist für mich ein Geschenk, das ist wirklich unbezahlbar. Und ich kann euch da wirklich, ich lege beide Hände dafür ins Feuer. Wenn mir jetzt jemand kommen würde und sagen würde, ich gebe dir 1 Million dafür, dann würde ich das einfach nicht verkaufen. Weil das ist wirklich ein Geschenk, was vom Herzen kommt. Und ja, das ist natürlich der Wahnsinn, sowas dann gekriegt zu haben. Ich frage mich auch, also ich weiß nicht, wer alles bei mir aus der Firma weiß, dass ich überhaupt den Kanal betreibe. Der eine oder andere wird es bestimmt wissen, gerade mit Leuten, mit denen ich enger gearbeitet habe, die wissen das. Aber das ist dann zum Beispiel so ein Geschenk, was ich gekriegt habe, auch mit Bonbons und alles. Sehr, sehr, sehr schön. Dann zeige ich euch noch etwas, was ich auch einmal gekriegt habe. Da war ich auf einer Delegation, sagt man das Delegation? Entschuldigung, ich vergesse manchmal deutsche Wörter, auf Firmenreise. Und dann war ich in Danzig und da war ich dann auch mit einer Arbeitskollegin und ja, weil ich so Wildschweine mag, da hat sie mir auch etwas gekauft. Ja, hier kann man das erkennen. So, schaut mal, Wildschweine. Ich mag Wildschweine irgendwie. Ich muss sagen, ich habe Wildschweine hier in Polen kennengelernt. Ich habe zum ersten Mal ein Wildschwein in Polen hier in Łódź gesehen, weil hier haben wir ganz, ganz viele Wildschweine im Wald. Ich wohne nicht weit von einem Wald. Und ja, das ist dann auch etwas ganz, ganz Tolles. Das sind ganz, ganz besondere Sachen. Ja? Also für mich persönlich zumindest. Das sind dann so Sachen, die ich gekriegt habe. Und ich kann euch dann nochmal so etwas zeigen, was ich hier auch noch gekriegt habe. Und zwar war eine Mitarbeiterin, also für die ich zuständig war, die macht immer so einmal im Jahr so eine Reise nach Afrika. Ja, also von sich selber, die sammelt dann Spenden von sich selber ein und gibt dann natürlich auch ihr eigenes Geld dann dazu, fährt dann nach Afrika in irgendein Dorf, ich weiß nicht in welches, und dann unternimmt sie da etwas mit den Kindern, die dort sind. Die machen dann irgendeine Reise, fahren irgendwie in irgendein
Park, Tierpark, gehen zusammen essen, irgendwie sowas. Und das macht sie dann alles aus eigener Initiative. Und ja, ich habe dann da auch meinen Beitrag dazu geleistet. Ich muss dann auch sagen, ich finde das wirklich klasse, dass Leute dorthin fahren und dort vor Ort aushelfen. Ich finde also wirklich, das ist eine sehr, sehr, sehr schöne, geile Aktion, meiner persönlichen Meinung nach. Und ja, dann habe ich hier auch mal, ich muss hier mal vielleicht hier die Namen wegmachen, weil hier Datenschutz und so. Ne? Und dann habe ich hier einmal, weil ich auch meinen Beitrag dazu gegeben habe, hat ein Kind aus Afrika, ich mache mal hier so, aus Sambia, genau, aus Sambia, Afrika ist ja der ganze Kontinent, so ein Bild gemalt. Ich decke das hier mal zu, weil hier der Name steht von dem Kind. Ich will das jetzt hier nicht veröffentlichen. Ein schönes Bild gemalt mit einem Fisch und einer Ente. Sehr schön, habe ich bekommen. Wirklich sehr klasse. Und die Person selber, die dort in Afrika war, die hat mir auch was mitgebracht. Und zwar, weil die weiß, dass ich so Wildschweine mag. Anscheinend ist das in der Firma bekannt, dass ich Wildschweine mag. Hat sie mir ein afrikanisches Wildschwein als Figur mitgebracht. Ich glaube, auf Deutsch sind das Warzenschweine. Ne, denke ich jetzt mal. In Deutschland sind das Warzenschweine. Aber ja, das ist ein afrikanisches Wildschwein. Sehr schön, so, genau, als Figur. Und das sind einfach so Geschenke, sage ich jetzt mal, das, was ich euch jetzt gezeigt habe, das habe ich einfach so gekriegt, ohne irgendeinen speziellen, okay, das war jetzt hier mit einer kleinen Spende verbunden, aber so diese anderen Sachen, das ist nicht irgendwie so, dass sie mir das gegeben haben, was weiß ich nicht was, die machen das wirklich gerne, das ist einfach hier so diese Mentalität. Und wie gesagt, ich kann das nochmal sagen, aus Deutschland habe ich diese Erfahrungen nicht gemacht. Ich weiß nicht, ob das überall so in Deutschland ist, keine Ahnung, aber das ist zumindest so meine Erfahrung. Natürlich, wo ich dann jetzt auch die Firma verlassen habe, ich habe keinen Kuchen mitgebracht oder sonst irgendwas, wie schon gerade beschrieben. Ich bin nicht so der Typ, der so im Mittelpunkt steht und dann hier eine große Rede hält und so weiter. Ich bin mehr wirklich der Typ, ich mache konkret, kurz und knapp. Ich habe noch eine Abschiedsmail geschrieben, vielleicht, dann passt das ein bisschen besser. Eine Abschiedsmail an alle verantwortlich oder an alle Mitarbeiter geschrieben, für die ich verantwortlich war. Auch nochmal eine Mail an meinem Chef habe ich auch nochmal geschrieben. Deswegen, also ich bin wirklich im Guten aus der Firma rausgegangen. Und ja, aber ich wollte euch auch nochmal zeigen, wo man dann auch sieht, dass die Leute da wirklich an mich gedacht haben und nicht einfach irgendein random Geschenk geholt haben. Und zwar zeige ich euch einfach mal, was ich hier gekriegt habe. Also erstmal hier auch nochmal ein Magnet. Ja, kann man das so sehen? Ja, ist vielleicht wird jetzt nicht fokussiert, aber das ist ein, ja okay, der Fokus schnappt jetzt nicht, aber das ist auf jeden Fall ein Wildschwein, ja, ein Wildschweinmagnet. Wie gesagt, Autofokus, ne, okay, schnappt er nicht, aber das ist auf jeden Fall ein Wildschwein, kann man, denke ich mal, so weit erkennen. Das habe ich auf jeden Fall gekriegt. Und dann habe ich auch noch zum Abschied Socken gekriegt, aber halten wir mal so, mit einem, hat er geschnappt? Ne, hat er nicht, oder? Versuchen wir nochmal. Mit einem, hier Wildschwein auch mit oben drauf. Ne? Also richtig, richtig klasse. Da sieht man auch, dass die Leute sich da auch Gedanken gemacht haben. Dann habe ich ja hier auch noch so einen Taschenwärmer gekriegt. Ne? Einen Taschenwärmer, einen ganz normalen Taschenwärmer, weil ich auch immer mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren bin, egal bei Wind und Wetter. Dann habe ich auch noch, ich zeige erstmal, was ich hier von den Leuten gekriegt habe, mit denen ich zusammen selber im Büro saß. Also ich war ja auch noch mit anderen Leuten zusammen im Büro. Dann habe ich hier noch ein Buch gekriegt, da die Leute wissen, dass ich mich so gerne für Finanzen auch interessiere, und vielleicht kennt auch der ein oder andere den Thomas hier vom Finanzfluss. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe niemals irgendwie dort erzählt, dass ich den Thomas vom Finanzfluss irgendwie gucke oder so, aber hin und wieder gucke ich den mir auch an. Ist ein ganz, meiner Meinung nach, ein ganz interessanter Typ. Also wenn jemand sich hier für Finanzen interessiert, der kann sich auf jeden Fall hier mal dieses Buch anschauen. Ist sehr, sehr interessant. Habe ich auf jeden Fall das gekriegt. Und da sieht man auch, die hören einen zu, die Leute, und ja, dementsprechend habe ich dann auch dieses Buch hier gekriegt. Dann habe ich hier auch noch diverse Schokoladen hier gekriegt. Hier habe ich auch noch diverse Schokoladen hier gekriegt. Ja, hier habe ich dann auch noch mal hier Schokolade wieder gekriegt. Ja, also hier Ferrero Rocher. Dann habe ich auch noch Bonbons gekriegt, die ich jetzt nicht raushole, weil da das Firmenlogo drauf ist. Und ja, wie gesagt, ich möchte jetzt hier einfach auch nicht die Firma zeigen.
Dann habe ich hier auch noch eine Karte gekriegt, eine Abschiedskarte mit persönlichen Sachen, so Insidern drin geschrieben, was ich jetzt hier auch nicht zeigen werde, weil hier sind schon wirklich einige Insider drin und ja, was auch ein bisschen mit der Arbeit zu tun hat und ja, deswegen, das lasse ich auch mal, aber hier eine schöne Karte mit, ja, mit Dziękuję, also Dankeschön, ne? Und genau, was ich dann auch noch gesehen habe, ich habe von den Mitarbeitern, für die ich zuständig war, habe ich dann ein Kalender oder ein Notizbuch gekriegt hier, ja, für 2024 und ich kann mir auch vorstellen, warum, weil ich war ja Führungsposition, ich hatte immer ein Buch, immer so ein kleines Buch dabei. Ich habe jetzt mein altes hier nicht zur Hand, wie das jetzt, ne, habe ich wahrscheinlich im Rucksack und ich bin immer, wenn ich durchs Gebäude gelaufen bin, hatte ich immer dieses Buch und immer mein Firmentelefon hier so in der Hand, ne? Also so ungefähr mein Firmentelefon dann in der Hand. Und dann bin ich immer so durch die Gegend gelaufen und ja, dann habe ich hier mal meine Notizen gemacht und so weiter. Jetzt sehe ich hier sogar noch, schaut mal, ich habe jetzt hier, das sehe ich erstmal jetzt gerade, hier sind auch noch persönliche Nachrichten drin. Da bin ich jetzt etwas schockiert. Ich habe mir das gar nicht so angeschaut, das sehe ich erstmal jetzt, ey, wow. Das lese ich mir auf jeden Fall gleich noch durch. Also ich werde das jetzt hier auch nicht zeigen, weil das hier schon sehr persönliche Nachrichten sind. Ich bin jetzt wirklich schockiert gerade ein bisschen. Das wird jetzt emotional. Nicht, dass mir hier noch gleich Tränen kommen oder sowas, aber wirklich sehr schön, sehr schön. Lese ich mir auf jeden Fall mal gleich durch. Auf jeden Fall dann hier so ein Kalender, wo ich dann immer meine Notizen gemacht habe. Auch sehr schön. Also sieht man jetzt auch gerade, also ne, ich bin hier wirklich schockiert hier gerade ein bisschen. Sehr schön. Und auch noch ein Geschenk, das war es hier glaube ich, und auch noch ein Geschenk, aber da zeige ich euch jetzt hier auch noch mal ganz kurz, was ich gekriegt habe. Da ich immer mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren bin, haben die mir hier so eine, ich hoffe, ich kann das jetzt mal hier, warte mal, das kann man hier über USB anschließen. So, kann man das vielleicht sehen. Und dazu gibt es dann auch noch eine Fernbedienung. Ja, ne, kann man erkennen, oder? Kann man erkennen? Ja, ne? So, und dann ist das hier sowas wie so eine Lampe, ja, und dann kann ich hier mal die Farben ändern auf Rot, auf Lila und so weiter, ne? Und genau, also um jetzt hier einfach nur zu zeigen, also das sind Sachen, muss ich wirklich sagen, ich kenne das so aus Deutschland nicht. Solche Sachen kenne ich nicht aus Deutschland. Ich will jetzt hier wirklich nicht irgendwie Deutschland irgendwie schlecht reden oder sonst irgendetwas. Das ist aber, hier habe ich das auf jeden Fall ganz, ganz, ganz anders empfunden. Ich war kein Mitarbeiter, der irgendwie da 30 Jahre gearbeitet hat oder sonst irgendetwas. Ich habe da keine ganzen 3 Jahre gearbeitet und da sieht man einfach, wie herzlich die Menschen hier sind. Ich muss auch ganz ehrlich zugeben, ganz am Anfang, wo ich überhaupt zur Firma gekommen bin, ich habe nicht ein einziges Mal irgendwie Fremdenhass gespürt oder sonst irgendetwas. Also sowas habe ich hier überhaupt nicht. Also überhaupt auch grundsätzlich habe ich in Polen hier keinen Fremdenhass gespürt. Auch nicht irgendwie von wegen, wenn man aus Deutschland kommt. Klar, hier und da gibt es diese Diskussion, was ist in Deutschland anders, was ist in Polen anders. Und manchmal diskutiert man da auch, aber kein Fremdenhass. Das habe ich hier null gespürt, einfach nicht. Also ich habe mich nicht so gefühlt, als wenn ich jetzt, ach, da kommt jetzt der Deutsche oder sowas. Wisst ihr vielleicht, was ich meine? Ne, ganz anders. Und ja, auf jeden Fall das polnische Volk, zumindest das, was ich jetzt so wiedergeben kann, ist ein sehr herzliches, ein sehr, sehr, sehr herzliches Volk, muss ich sagen. Die sind sehr zuvorkommend, hilfsbereit und das sind einfach hier auch nochmal sowas wie so diese Beweise, nenne ich das jetzt einfach mal, wo man das auch wirklich sieht, dass ich nicht einfach irgendein random Typ bin, der zur Arbeit gekommen ist und jetzt gehe ich weg und ich sage jetzt auf Wiedersehen. Man sieht einfach, die Leute, die machen sich wirklich Gedanken, dann werden persönliche Sachen gemacht für jemanden, das ist echt, ja, sowas hat man wirklich nicht überall. Ich wollte euch das einfach nur mal so erzählen. Ich weiß, das ist jetzt vielleicht ein Video, was vielleicht jetzt hier nicht jedem ansprechen wird, aber ich denke, das ist auch wichtig, sowas wiederzugeben, weil man auch schon hin und wieder die Frage, oder ich habe schon hin und wieder die Frage lesen können, ja, wie wird man denn als Deutscher aufgenommen? Ist das irgendwie problematisch oder sonst irgendetwas? Ich kann hier nochmal sagen, ich aus meiner Perspektive, nein,
ich habe hier keine Probleme damit gehabt. Ich habe keinen Fremdenhass hier gespürt. Ganz im Gegenteil, die sind sehr entgegenkommend gewesen, haben mir mit der Sprache am Anfang geholfen. Wenn irgendetwas unklar war, haben die mir auch geholfen. Klar, irgendwann ist auch der Welpenschutz vorbei. Ja, da muss man auch selber auf eigenen Beinen stehen. Aber ich muss da wirklich sagen, überhaupt nicht. Und das ist wirklich 2 Daumen hoch auf jeden Fall. Das war auf jeden Fall so meine persönliche Geschichte, die ich euch mal so wiedergeben wollte. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde vielleicht in Zukunft noch mehr solche Erlebnisse wiedergeben, denn ich denke, das sind Erfahrungsberichte, sind immer am wertvollsten, anstatt irgendwelche, weiß nicht, 0815 Sachen aus dem Internet. Ist zumindest meine persönliche Meinung so. Deswegen in diesem Sinne danke ich dir, dass du dir dieses Video bis zum Ende angeschaut hast. An dieser Stelle auch nochmal liebe Grüße an alle noch Arbeitskollegen bis Ende des Monats. Danach sind das ehemalige Arbeitskollegen. Ihr wart wirklich klasse. Es hat mir wirklich sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit euch zusammenzuarbeiten. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wer das Video jetzt hier von den Leuten sieht, wie weit mein Kanal überhaupt bekannt ist. Aber falls dann, es war auf jeden Fall schön, mit jedem Einzelnen von euch zusammenzuarbeiten. Das war mir wirklich eine Ehre, kann ich wirklich so sagen. In diesem Sinne nochmal, bleibt gesund und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.